Warum das EU-Land Polen für deutsche Rentner trotz der Steuer gut ist. Die traurige Wahrheit ist ja die, dass immer mehr Rentner nach Alternativen suchen, um mit ihrer schmalen Rente über die Runden zu kommen. Das kann in einigen Ländern schon ganz gut gelingen und ein Land davon ist eben Polen. Hallo meine lieben Zuschauer, hier ist wieder Jutta Martin. Wenn Sie sich für einen Altersruhesitz in Polen entscheiden, dann schauen Sie sich das Video unbedingt bis zum Ende an, bleiben Sie dran, es geht gleich weiter nach dem kurzen Intro. Polen ist ja bereits seit 2004 ein Land der Europäischen Union, allerdings ohne Euro. Wenn man nach Polen einwandern möchte, also einreisen möchte, geht das ganz unkompliziert mit dem Personalausweis oder mit dem Reisepass. Man braucht bis zu 90 Tagen kein Visum. Und 90 Tage sich einfach mal umzuschauen, um Land und Leute kennenzulernen, ist eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man überlegt, eventuell nach Polen auszuwandern. Möchten Sie aber jetzt ständig nach Polen, dann müssen Sie spätestens 30 Tage nach Ihrer Ankunft sich bei der zuständigen Wojewodschaft, das ist also dieser polnische Verwaltungsbezirk, registrieren. Und nach Ablauf von 5 Jahren kann man dann eine Daueraufenthaltsgenehmigung bekommen. Wer als Rentner seinen Wohnsitz von Deutschland nach Polen verlegt, bekommt also seine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung weiter voll ausgezahlt. Auch wer Anspruch auf Pflegegeld hat, bekommt diese in Polen weiter gezahlt. Aber Achtung, das gilt nur, wenn ein Rentner nur die eine gesetzliche Rente bezieht. Also bei weiteren Einkünften sieht das wieder ganz anders aus. Ja, es ist verrückt, aber es ist so. Sie sind jetzt ein ganz normaler Rentner, beziehen eine Rente aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung, möchten nach Polen auswandern, dann bekommen Sie Ihre Rente in voller Höhe weiter und sind auch weiterhin krankenversichert. Es wird allerdings empfohlen, ein deutsches Konto beizubehalten und den ganzen Geldtransfer aus Kostengründen über den polnischen Bankautomat abzuwickeln. Das Gesundheitssystem in Polen ist im Prinzip auf europäischen Standard. Wer allerdings chronisch krank ist oder aus anderen Gründen irgendwie Medikamente nehmen muss, der sollte schon vor dem Auswandern seine Krankenakte in Polnisch übersetzen lassen und sich auch mit Medikamente für etwa 2 Monate bevorraten. Das ist so die Empfehlung, weil mit den Medikamenten, das läuft in Polen doch ein bisschen anders als in Deutschland. Also als Rentner im europäischen Ausland mit einer Rente der deutschen Rentenversicherung bleiben Sie weiterhin in Deutschland krankenversichert. Haben Sie weitere Einkünfte, wie gesagt, dann sieht das wirklich anders aus. Wir nehmen jetzt nur den normalen Altersrentner mit einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Ja, was zieht viele Rentner nach Polen? Die Polen sind sehr freundlich, gastfreundlich, familiär. Die haben eine gute Kultur. Viele Polen sprechen auch Deutsch, würden sich natürlich im Gegenzug auch darüber freuen, wenn die eingewanderten Bürger auch sich mit der polnischen Sprache beschäftigen. Und bei der Lebensqualität müssen sie in Polen gegenüber Deutschland nichts einbüßen. Allerdings sind die Lebenshaltungskosten wesentlich günstiger als in Deutschland. Ja, und nahe der deutsch-polnischen Grenze wurde sogar ein ganzes Seniorendorf gebaut, in dem überwiegend deutsche Senioren wohnen und nicht in den Pflegenotstand in Deutschland ausrutschen wollen, weil die Preise in Deutschland 2.000 bis 6.000 Euro, so in dem Dreh muss man rechnen, wenn man Pflegefall ist in Polen völlig anders. Aber das hängt auch mit verschiedenen Dingen zusammen. Es gibt auch reine deutsche Seniorenheime in Polen, wo nur Deutsche drin sind, wo auch das Personal Deutsch spricht. Also da sind schon ganz viele, die erkannt haben, dass es in Polen eigentlich als Nachbarland sehr gut ist. Ja, Polen hat weiterhin den Vorteil, weil ich gerade sage Nachbarland, wenn man noch Verwandte, Familie, Freunde in Deutschland hat, ist die Fahrt zurück nicht so weit. Man ist in 1, 2, 3 Stunden mit dem Auto oder mit dem Zug wieder, je nachdem, wo man herkommt, wieder in Deutschland und kann seine Freunde, Familie, Verwandten besuchen.
Ja, es besteht zwischen Deutschland und Polen ein Doppelbesteuerungsabkommen und darin ist geregelt, dass bei Bezügen aus der gesetzlichen Sozialversicherung Deutschland das Besteuerungsrecht zusteht. Also Renten aus der Sozialversicherung, das sind die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung von deutschen also von deutschen landwirtschaftlichen Alterskassen, von den berufsständischen Versorgungseinrichtungen und die Basisrentenprodukte, also Rürup. Ja, und zuständig für die Besteuerung ist das Finanzamt Neubrandenburg, in Klammern RIA, Renten oder Rentner im Ausland. Und zwar ist dieses Finanzamt Neubrandenburg, RIA, ab Veranlagungszeitraum 2005 für Deutsche im Ausland für die Steuererklärung zuständig. Haben Sie jedoch noch weitere Einkünfte, wie zum Beispiel Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, dann sieht das steuerlich schon wieder ganz anders aus. Für diese Einkünfte ist nämlich das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk sich das vermietete Objekt befindet. Aber wenn Sie jetzt wirklich ganz normaler Rentner mit nur einer Rente aus der gesetzlichen Sozialversicherung sind, ist es sehr übersichtlich und einfach geregelt. Ja, wenn das für Sie nicht zutrifft und Sie haben da noch andere Sachen am Laufen, dann empfehle ich Ihnen ganz dringend, sich am besten bei einem Steuerberater beraten zu lassen, damit Sie hinterher nicht das böse Erwachen haben. Also es ist wirklich jeder Fall anders. Man kann hier jetzt in dem Fall nur für den ganz normalen Durchschnitts-Otto-Normalverbraucher, Rentner, der nur eine Rente hat, das so darlegen, wie das aussieht. Auch wenn Sie weitere Einkünfte haben, sieht das mit der Krankenversicherung zum Beispiel anders aus und auch das Pflegegeld könnte gekürzt werden. Deswegen, wie gesagt, jeder Fall ist anders. Beschäftigen Sie sich damit. Ja, und generell ist es ja auch so, die ganzen Doppelbesteuerungsabkommen, die Deutschland mit den einzelnen Ländern hat, die regeln ja alle was anderes. Deswegen muss man wirklich jedes einzelne Land gesondert betrachten, bevor man sich dazu entscheidet, auszuwandern. Ja, das war jetzt so mal ein kurzer Überblick über die Auswanderer, die deutschen Rentner, die es nach Polen zieht. Und Polen, ja, hat viele, viele Vorteile, ist ein sehr schönes Land. Man muss sich gut überlegen, für welches Land man sich entscheidet. Aber ich persönlich finde es immer wichtig, wenn man auch, ja, die Deutschen sind da so ein bisschen egoistisch, wenn man sich ein bisschen auch für die Kultur und die Sprache des neuen Landes interessiert. Ich wünsche Ihnen bei Ihrer Entscheidung viel Erfolg, alles Gute, bis zum nächsten Video. Jutta Martin.